So, was ist hier mit dem Internet heute los? Schlecht? So, jo, wieder da. Kurze Internetproblematik gehabt. So, wir haben den Brief von Liam Hurtley identifiziert. Float hat seine Chemiekenntnisse geltend gemacht. Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast, aber ich bitte dich, überlege es dir. Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrliches getan, dafür dass du mich. Ich sage, der ist mit der Alten verwandelt. Erfahrung, der Brief, den Hurtley bei seiner Verhaftung bei sich trug, ein Teil des Textes wurde mit Hilfe einer chemischen Lösung erfolgreich wiederhergestellt. Okay. Liam Hurtleys Brief. Kein Gärtner. Passt nicht. Passt auch nicht. Das passt. Notizbuch. Ein Einbruchsversuch fand statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diesen Einbruchsversuch unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Ich glaube nicht. Aber lassen wir erstmal so stehen. So. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Immer nur nach Scotland Yard und dann fahren wir. Bist du wieder da? Alles gut? Läuft's wieder? So, wir quatschen jetzt nochmal mit Hurtley. Please escort this suspect for interrogation. For interrogation. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Hurtleys Brief. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Im Leben nicht. That's all for now. Aber kann ich die nochmal What am I befragen? doing here? I've done nothing wrong. Nein. So, dann jetzt nach Woodmansley. Den Schuhabdruck testen und mit der Frau vom schwarzen Peter sprechen. Wir haben 3 Verdächtige. Frau, Nelligan und Hurtley. Und ich glaube tatsächlich, keiner von denen hatte die Macht. Also klar, wenn dann am ehesten noch der liebe Hurtley, aber These boots match the auch ein Soldat kann keine Harpune werfen, auch wenn er vielleicht ein bisschen mehr Kraft hat, aber das ist halt das Ding, er bräuchte halt sehr viel Glück, um den an die Mauer zu nageln. Man müsste halt mit Harpunen im Umgang geübt sein. Warte mal. Habe ich diese komischen Fragen, die hört sich fast perfekt sein, abdrücken im Garten von Woodmansley. Habe ich noch diese komische Liste? Hier die Logbücher?
würde mir gerne nochmal die Liste angucken. Die Besatzung. Vielleicht habe ich da was übersehen. Die Besatzung von diesem Sea Unicorn Schiff da. Das war sicher so ein Schrank, der komische Riesentyp. Ja, sag ich dir. Ich denke mal, das war irgendjemand von der Schiffsbesatzung, weil wenn der die Harpune so krass schmeißen kann, dann muss der das auch können. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Außer am Ende kommt raus, Thank hatte you, Glück madam. gehabt. Who could do such a thing? My poor husband. Na klar, wenn du weißt, wie man das Ding wirft. Sie kennt niemanden namens Liam Hurtley. Locked. Die konnte ich da vorhin auch hin. Locked. Schlüssel. Who could do such a thing? Scheinbar nicht von ihr. Poor husband. Was müssen wir denn jetzt machen? Die Mörder sind halt immer versucht, das mal untersuchen wir dann wieder kennen. Nee, na, die Harpune hing hier an der Wand. Da waren 3 Stück. Einer hat ihn aufgespießt, einer habe ich genommen, um das Schwein aufzuspießen. Ich würde so gerne nochmal in die Logbücher gucken. In die Mannschaftsbesatzung. Also ich finde ja doof, dass ich da jetzt nicht mehr rankomme. Ich muss mal zurückspulen. Ach nee, muss ich ja gar nicht. Ich muss hier neue Dings öffnen und in den alten Stream gucken. Ich habe jetzt einen neuen Stream gestartet. Wo ist er? Die Liste. Aber das will noch nicht eben im Land zwischen den T-Shirts und den Tomaten. Achso, die Harpune meinst du jetzt? Ja, die war da. Tatsächlich. Warum bin ich denn hier? Hier. Habse. Besatzung. Peter Carey, Kapitän. Charles Ellison, 1. Mart. Henry Joy, 2. Mart. James Lancaster, Steuermann. Patrick Cairns, Harpunier. Pablo Coventrao, Harpunier. Ned Land, Harpunier. Ist das Zufall, dass die beiden Harpuniere, Patrick Cairns und Pablo Coventrao, genau die gleichen Initialen wie Peter Carey haben? PC? Vielleicht hört er gar nicht, Peter Carey. Also wir haben hier 3 Harpuniere auf dem Boot gehabt. Ned Land, Pablo Coventrao und Patrick Cairns. 3 Leute, die mit Harpunen top umgehen können und von 2 die Abkürzung PC haben. Schön. A new suspect, but this one refuses to talk. So, wieder den alten Stream auf hier. Alter, was ist das denn? Richtig, genau so sieht's aus, Lucy. Das ist das, was mich, Ach so. Ach, ich weiß, ich muss bestimmt mit diesem Typen nochmal sprechen. Mit diesem Liam Hurtley, weil ich seine Schuhe in Woodman's Lee identifiziert habe. Please escort this suspect for For interrogation. interrogation. Tell me, Mr. Hurtley,
What were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Zahlkräuter, Gärtner. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Na, dann wissen wir, wen es als nächstes machen müssen. Erfragen. Laut Hurtleys Brief und seiner Aussage hat er dort, wo das Gartenwerkzeug aufgebaut wird, etwas versteckt. Ist der Gärtner von Woodman's Lee, von daher sollte ich dort unbedingt nach dem Versteck suchen. Gott, das ist aber ein verzweigter Fall. Unfassbar. Zudem glaube ich immer noch, dass ich inzwischen 3 Verdächtige habe, von denen ich nicht glaube, dass einer davon der Mörder ist. Und 2 von denen definitiv die Harpune nicht werfen können, nämlich die Frau und der Nelligan, und der Hurtley wahrscheinlich auch nicht. Hey, Schlüssel, Mann. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Ja, ein Glück. Thank you, madam. Wenn ein kleiner Messenschlüssel für den Schuppen Woodman's Lee, in dem das Gartenwerkzeug aufbewahrt wird. Macht schön, dass die Texte sehr kurz und knackig sind. Let's see what could be hidden here. Na, das sieht ja hier hübsch drin aus. Ein Schuppen. Ach so, ich muss hier ein bisschen... Ach, guck. Na, ein Holzkästchen, was uns hoffentlich den... eine Auflösung gibt. What is in this box? 3 Stück. Ach, das sind irgendwie Zylinder. Was muss ich machen? Drehen. Ach, diese Linien müssen bestimmt übereinstimmen. Ah. Ah, auch ich bin so stark. Flora über den Glanztag. Alter, ich muss schon wieder pinkeln. Habe so viel Kaffee und Cola gesoffen, Lucy. With the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. War doch klar. Truth Cast, du bist mein geliebter Liam. Solange ich dich kenne, warst du immer so gut zu mir. Ich kann meine Gefühle nicht mit Worten ausdrücken, aber ich denke, sie sind voller Sünde und führen zu nichts Gutem. Ich habe Angst davor, was passieren könnte. Ich habe Angst davor, gegen Gottes Gebote zu verstoßen.
Danke dir von tiefstem Herzen für deine Güte, aber ich kann den Mann nicht verlassen, mit dem mich der Allmächtige zusammengebracht hat. Es ist ein göttlicher Wille und daher ist mein Mann das Kreuz, das ich tragen muss. Das macht mir das Leben zwar zur Hölle, aber mit der Zeit heilen alle Wunden. Sorge dich bitte nicht um mich. Sie hat ihm einen Korb gegeben. Da haben wir ja direkt wieder ein Motiv für Liam Hurtley. Okay, Judith Carreys Brief passt einfach zu niemandem. Hallo? Alter. Alles durchprobieren. Ungeklärte Anwesenheit. Liam Hurtleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner in Woodman's Lee. Hoffentlich verknüpft sie irgendwann nochmal. Warte mal, halt. Haben wir hier denn noch irgendwelche Hinweise, die zusammenpassen? Ne, das passt nicht. Jo, da passt nix mehr. Flotter, der Schlossknacker. So, dann quatschen wir die Alte mal an. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed... Leave me alone, please. Judith Carreys Geständnis spricht den Trainer aus und sagt, dass sie Hurtley nicht verzeihen können, was er getan hat, auch wenn sie ihn weiter liebt. Harmloser Flirt. Es besteht, dass Liam Hurtley mit Peter Carreys Frau flirtet und sich in sie verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über Sally, aber harmloses Gespräch im Brief hinaus. Oh! Hurtleys Unschuld. Hurtleys Anwesenheit in Woodman's Lee in der Nordnacht geht auf seine Zeitreihe für Judith Carey die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Ich hab das Gefühl, ich weiß alles über diesen Fall, aber hab den Mörder irgendwie... Also, das ist für mich immer noch eine riesige Unbekannte, der Mörder. Weil, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das einer von den 3 Pleppos da war. Die Frau schon mal ja nicht. Der Nelligenlauch auch nicht. Well done, Wiggins. Let me see. Jetzt wissen wir gleich. Hugh Pattons, Matrose, James Lancaster, Steuermann, Patrick Cairns, Harbonnier, Ralph Talbot, Matrose, John York, Smoothie, Pablo Conventao, Harbonnier vor einer Woche verstorben. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Ah, Lucy. Jetzt fangen langsam an, die Sachen einen Sinn zu ergeben.
Patrick Hansen habe ich nur auf das Unicorn, die ganze in der Nähe einer billigen Absteiger. Häufig findet man ihn jedoch in der Kneipe Seawitch, wo er Armdrücken Geld und Drinks macht. Patrick Cairns überprüfen. Wenn der Tabakbeutel Patrick Cairns gehört, zeigt das, dass er am Tatort war, aber das muss zuerst bewiesen werden. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Ich bin ein Seemann. Ich glaube tatsächlich, der Fall dauert nicht mehr ganz so lange. Approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Kneipe Seawitch. Nun bin ich gespannt, Lucy. Bei 3 Mann sage ich, die haben den nicht ermordet. Nun lerne ich gleich den 4. kennen und hoffe, dass ich dann endlich mal sagen kann, jupp, das ist er. Oder auch nicht. Darf ich hier mit irgendjemandem reden? Hallo. Uhu. Hello there. Are you Cairns? What do you want? Das ist immerhin schon mal ein We've heard all Schrank. about the gambling and arm wrestling here. Oh Gott. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Patrick Cairns, um seine Aktion zu erkennen. Attackieren, verteidigen, warten. Und reagieren Sie dann entsprechend darauf. Achten Sie auf Ihre Ausdauer. Drücken, attackieren, R2 halten. Ja. Lad auf. Verteidigen, verteidigen. Ah. Ja, sieht ja schon ganz gut aus. Scheiße. Halt, stopp. Und jetzt komm, 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 komm. Halt, verteidigen. Oh, jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Wie, nochmal? Erstmal untersuchen wir den Typen hier mal. Goldener Ohrring. Was sagt mir das? Nichts. Krasser Bart wie der Floter, Junge. Schrank. Billige Kleidung. Kräftige Arme. Gelbe Fingernägel. Alter. Wie heißt das hier? Lepra? Nicht Lepra. Leberkrankheit. Gelbsucht. Seemannstätowierung. Na los, I'm Penner. ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Ich hab die gerade schon abgezogen, Mann. Oder bist du jetzt krasser? So. Oh, da muss ich verteidigen.
Alter, ich hab drauf. Oh, die. Wieder gewonnen. Das ging ja easy. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. Dafür, dass er ein We'd like to Schrank buy ist? you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Prost. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've So. got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Also, jetzt müssen wir irgendwie rauskriegen, ob sein Tabakbeutel ist. Und wenn nicht, stehen wir am Anfang. Dann ist es wahrscheinlich Liam Hurtley. Und wenn doch, dann ist er das. Why do you say poor? You're not working? Aber ich denke mal, er ist I'm es. a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Aber warum? Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Schwarzen Peter. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883. Nelligan. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. Nelligan. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her. And he was Joshua the sailor. Nelligan. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Ich hab richtig Link. You know what happened, Peter hat ihn umgebracht. don't you? Oder I ausgesetzt. do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of the voyage on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Unfassbar. Peter Kern ist ein erfahrener Harpunier, der im Moment keine Arbeit noch kein Geld hat. Meistens kann man ihn in der Kneipe Seawitch vorfinden, einem Establishment, vornehmlich für Seemänner, die um Geld Armdrücken machen. Wie so viele andere Matrosen auch Kern ist ein starker Raucher, was man an seinen gelben Fingern erkennen kann. Tja. Here it is. Na Lucy, was sagst du? Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this?
Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Da ist er. Unser Mörder. Well, I have to go now. Peter Cairns. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Captain Ahab. Maybe, if you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Der ist es. Da hast du recht. Wir müssen aber noch eine Sache überprüfen, und zwar diese Wertpapiere verwenden. Muss ich da irgendwie mein Archiv gucken oder was muss ich damit machen? Nee. Nee. Was macht man mit diesen Wertpapieren? Der ist jetzt so, Peter Cairns Tagebeutel. Patrick Cairns. Tabbeutel beweist Schuld. Patrick Cairns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und damit auch er. Und dass er der Täter ist. Patrick Cairns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war, aber nicht nur beweist, dass er auch der Täter ist. Was fehlt jetzt noch? Hinweis. Harmloser Flirt, verzweifelter Eifersucht. Leben Hüttler hat Judith Carey so sehr geliebt, dass er einfach ihn dazu getrieben hatte, einen Mord zu gehen. Nein. Hurleys Motiv hat Liam Hurleys Verhältnis mit Judith Carey gibt ihm ein Motiv für den Mord an Peter Carey. Hurleys Anwesenheit nur uns dienen den Mord nach, jedoch seine Zuneigung für Judith Carey und seine Tatsache, dass er dort als Gärtner arbeitet. Aber wo ist denn der Rest? Das ist doch noch nicht alles hier, oder? Hatte ich nicht schon mehr? Ich muss noch irgendwas mit diesem Wertpapierzeug machen. Ich habe ja auch noch ein Dings da dran. My archive. I can always consult with it, if needed. Mit John quatschen ist er da. Jo, ich muss schon wieder pinkeln, You Alter. met Patrick Cairns, the harpooner. Scheiß Kaffee, scheiß Do you Cola. believe he's the murderer? Zu viel. A map of London and the surrounding area. Nelligan. Mit dem muss ich quatschen. Und ich muss pinkeln. Lucy, gleich beenden wir das Ding hier.
So, here we go again. Ich gucke Kiesjor. Moin moin. Hallo. Hängt er erstmal fest. So, eigentlich wissen wir, wer der Mörder ist, aber... What am I doing here? I've done nothing wrong. I'm not saying another word. Was machen wir denn jetzt? Kalt, also warten kann man. Warte mal. These are the suspect's belongings. Kann man hier nur was machen? Mit Wertpapier vergleichen. These are connected. Ja, CPR, ich hab das schon gefunden. Zack, 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 zack. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Erfragen, ein Stück des Wertpapiers der Kanäle. Erfragen. Bestimmt bei ihm, ne? Denn Peter Carey kann ich nicht fragen. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Der Carey's hat da die cabin? Wertpapiere gesucht? I was trying to find some information about Er my liegt schon father. wieder. Nein. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Okay. Was war denn jetzt los? L1. So, jetzt kommt nämlich noch der Nelligan dazu. Notizbuch holen, sucht nach Wertpapieren. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters und Peter Carey's Hütte, als er gestern Abwesenheit am Tatort. Die Einbruchsuche von Stadt und das Notizbuch wieder zu holen, das im Blut des Opfers lag. Das können wir die Person diesen Einbruch oder nein, Suche nach Wertpapieren. Scheinbar. Fehlende Wertpapiere, fehlende Blechkiste. Der geschwungene Blechkiste befanden sich die kostbaren Wertpapiere. Wow, was ist das? Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan aber ertappt, wie die Wertpapiere stahl. Es wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Nelligan ist unschuld, John Nelligan ist ein Opfer der Umstände, er entspricht weder dem vom Äußeren noch vom Psychologischen her dem Beruf eines Mörders. Ja. Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet. Cairns ist harponiert und Hauptbeutel wurde in Carys Hütte gefunden. Patrick Cairns ist ein kaltblütiger Mörder. Er Peter Carey mordet und muss dafür mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Patrick Cairns hat Peter Carey getötet, aber es war kein Vorsätzlicher. Er handelte in Notwehr gegen einen bewaffneten, betrunkenen, aggressiven Seemann. Was ich mich noch so ein bisschen frage, ist, was war das Motiv der ganzen Geschichte? Also, Nelligan macht Konkurs. Haut ab. Wird von von Carey aufgegriffen mit Wertpapieren. Carey klaut ihm die Wertpapiere, tötet den Nelligan. Cairns kriegt das mit. Aber warum killt er ihn jetzt? Also Peter Carey ist auf jeden Fall ein Typ, der nicht unbedingt, um den nicht unbedingt schade ist, dass er tot ist. Können wir mal so zusammenfassen. Was sagst du, Lucy? Wie ist mein Download hier irgendwie heute ganz bescheiden? Ich warte darauf, was die Lucy sagt.
Für Notwehr. Okay. Das Opfer hatte gesoffen. Das ist die beste. Das Opfer hatte gesoffen. So. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Der The Sehen. sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Aber gut It's gemacht, good that Lucy. you asked me to come, Mr. Holmes. We Oh, do good need to enough. talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Pablo Coventral. Coventral. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll It's tell a- you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Kann mir jemand was Ah, in der Mr. Ausgabe Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. Und jetzt kriegt er ein paar Father's Wertpapiere. securities. Incredible. But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Der schwarze Peter. Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet, einem Harpunier. Damit der Einzige, der solch einen genauen, kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Carys Hütte gefunden. Er hat jedoch in Notwehr gegen einen bewaffneten, betrunkenen, aggressiven Seemann gehandelt. Wie Lucy sagte, sie haben entschieden, Gnade walten zu lassen. Gefunden haben nur bei 16 Cairns der Täter. Gnade für Cairns drücken, um entscheidend zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr. Cairns ist der Täter. Ah, hier kann man nicht... Guck mal, wir haben alles rausgefunden. Anderes Ende auswählen, Entscheidung bestätigen. Nee. Achtung, gerade wenn wir den Fall abschließen, weil werden die Spielstände in diesem Fall gelöscht. Wenn nein, können Sie eine andere moderarische Entscheidung treffen. Nee. Persönlichkeitseinstellung Verständnisfolge. Ei, Captain, schließen Sie den Fall der schwarze Peter ab. Jo, that's it. Geil. Es hat Spaß gemacht.
Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 1 Stunde 9 und 46 Minuten, also 2 Stunden ungefähr. Alles klar. Erster Fall, der schwarze Peter. Den haben wir gelöst und das nächste Fällchen wartet schon. Das Rätsel auf den Gleisen will ich aber jetzt noch nicht starten, sondern dann erst beim nächsten Mal. Ja, Lucy, was sagst du zu unserem schwarzen toten Peter? Das war auf jeden Fall echt cool. Ah, okay. Ja, hier kann man jetzt switchen. 5 oder 6 Fälle soll es noch hier geben. Den ersten haben wir gelöst. Tja, ging doch relativ zügig. So, dann war es das für heute. Spätes Nächtle ist es schon geworden, kurz vor 12. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci vom Floder. Kannst mir gerne noch eine WhatsApp schreiben, Lucy, ne? Bis dann.